Hallo und willkommen beim DHL ab Leipzig. Meine Kollegen und ich würden euch heute gerne den Aufbau und Versand von Kraftfahrzeugen im ACS-Bereich vorstellen, was alles dazugehört, wer da alles involviert ist, und ich hoffe, ihr habt dabei soweit Spaß. Ja, mein Name ist Patrick, ich arbeite seit 13 Jahren bei DHL und bin Supervisor. Als Supervisor ist meine Aufgabe, die Person, die mir zur Seite stehen und jeden Tag das Geschäft bewältigen von ACS, einzuteilen und zu schauen, dass das alles sauber und reibungslos abläuft. Im ACS-Bereich arbeiten ca. 80 bis 85 Leute. Hallo, ich bin Steven. Ich arbeite seit 14 Jahren im Unternehmen, wurde dann 3 Jahre später in den ACS-Bereich übernommen. ACS bedeutet Air Capacity Sales, quasi Frachtplätze, die von DHL verkauft werden, ob das jetzt Europaletten sind oder ganze Stellplätze im Flugzeug, das variiert. Aber so darf man sich vorstellen, wenn DHL seine eigenen Flugzeuge voll kriegt, der normalen DHL-Fracht, wird dann an Fremdfirmen herangetreten, sagen, so, wir haben dann noch ein bisschen Kapazitäten und die verkaufen wir, und das heißt dann ACS. Unter ACS-Fracht kann man vieles verstehen. Es fängt bei unseren wunderschönen Autos an. Auch Tiere werden unter ACS verschickt. Bestimmte Gefahrgruppen werden unter ACS verschickt, weil man das sonst nicht normal handeln darf. Momentan habe ich die Stelle des Supervisor Office inne. Überwache somit den Frachtflow und beantworte Kundenanfragen. Das Fahrzeug wurde jetzt eingeschleust. Der Kollege hat es auf äußerliche Unversehrtheit geprüft. Des Weiteren wurde die Fahrgestellnummer überprüft, weil es könnte sich um ein gestohlenes Fahrzeug handeln. Hallo, mein Name ist Thomas. Ich bin im ACS im Drehkreuz Leipzig tätig und meine Position ist zurzeit Operation Spezialist. Bin auch mit zuständig dafür, dass die Autos mit aufgebaut werden, ja, und flugfähig gemacht werden. Es macht einfach sehr viel Spaß, mit den Leuten hier zusammen zu arbeiten. Die Vorgesetzten sind alle sehr nett und ich bin sehr zufrieden. Besser kann ich mir eigentlich ja gar nicht vorstellen. Die Kollegen von der Security haben jetzt das sogenannte Car Screening durchgeführt. Dabei wurde halt das Fahrzeug auf verbotene Stoffe geprüft und einen sogenannten Sniffer bearbeitet, welcher auch verbotene Stoffe ausspuren kann. Hierbei kam auch ein Spiegel zum Einsatz, welcher den Unterboden des Fahrzeugs wiedergegeben hat. Das Ganze ist wichtig für die Luftsicherheit, weil das Fahrzeug muss verflogen werden. Und auf dem Flugzeug gefährliche Stoffe haben da halt einfach nichts zu suchen. Alle Kleinteile, welche sich im Auto befinden, werden noch separat durchgeröntgt und auch da wird natürlich die Luftsicherheit gegeben. So, nun ist das Fahrzeug ja sicher zum Aufbau. Dabei haben wir extra unsere Wand eingerichtet, dass jeder Kollege weiß, welchen Status sich das Fahrzeug befindet. Was brauchen wir zum Fahrzeugaufbau? Natürlich einen ULD. Dieser ist schon vorbereitet mit 4 kleinen Schwerlastböden für die Gewichtsverteilung des Fahrzeuges. Des Weiteren brauchen wir noch sogenannte Vlies für die Felgen, dass die Felgen nicht kaputt gehen können, weil teure Autos haben auch teure Felgen. Und ja, dann lass uns mal ein Fahrzeug aufbauen. Bei der Sicherung muss beachtet werden, dass die Sicherung immer an den Felgen basiert. Ansonsten können natürlich alles Plasteteile, können alles wegbrechen, ist halt nicht sicher für die Luftfracht. Und die Felgen und die Reifen an sich sind halt natürlich der stabilste Aufbau am Fahrzeug. Das Fahrzeug wurde nun aufgebaut. Jetzt bleibt nur noch Folgendes zu tun. Wir müssen es in unser System anlegen und dann den DG-Kollegen Bescheid geben, dass sie das Fahrzeug checken können. Danach kann das dann auch weiter geflogen werden. Wie ihr seht, sind meistens Luxusfahrzeuge, also die ganzen großen Namen. Solche Fahrzeuge werden auch in Luftfracht verschickt. Es ist halt kein Tag wie der andere und das ist eigentlich auch das Besondere und das Schöne, auch was jetzt mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Weil du jeden Tag vor neuen Herausforderungen gestellt wirst. Ja, wie gesagt, das hat mit Fahrzeugen zu tun. Tiere hatten wir schon da gehabt. Vom kleinsten Teil für ein Labor bis hoch zum Triebwerk. Also ist alles dabei und das macht mir halt unheimlich Spaß. Du möchtest auch ein Teil von ACS werden oder von DHL? Unter anpacken-dhl.de.
jederzeit eine Chance.